DSP-Stufen habe ich euch schon einige gezeigt. Also angefangen von meiner Eaton Styles, der ESX, der M6 DSP, der M4 DSP und so weiter und so fort. Das heißt, da haben wir schon einige durch. Wenn wir aber nur von DSPs reden, das heißt halt eigenes Gehäuse, wo wirklich nur der Soundprozessor drin ist, ohne eine Endstufe. Die gibt es auch, da gibt es einige von, da gibt es verschiedene Hersteller von. Heute gucke ich mir die von Helix an. Wenn ich über Helix spreche, meine ich natürlich die Marke von Audiotech Fischer aus Schmallenberg. Die haben nämlich aktuell 4 verschiedene DSPs, Standalone DSPs im Angebot. Ganz unten angefangen gibt es den Mini DSP, aktuell in der 2. Generation. Und der Mini DSP ist halt wirklich das kleinste Gerät, was die haben. Auch gutes Gerät, hat aber tatsächlich nur 6 Ausgangskanäle. Das heißt, da kann man ja einen 2-Wege-Front mit einem Subwoofer mitfahren oder ein 3-Wege-System, aber man ist jetzt 3 Wege mit Sub funktioniert halt schon mal nicht mehr. So, dann gibt es den DSP, aktuell in der 3S-Version, der DSP, der ist halt ein 8-Kanal-DSP, das heißt, da kann man halt schon ein bisschen mehr mitmachen. Die Sachen, die ich letztes Mal mit meinen M-DSP-Amps verglichen habe, war ja der DSP Pro. Der DSP Pro gibt es mittlerweile in der 3., das heißt als MK3 ist der aktuell erhältlich und das ist halt genauso wie in den Endstufen hier, war es ein 10-Kanal-DSP. Das heißt, da haben wir schon ja, eine wirklich große Menge an Kanälen. 10 Kanäle, wofür braucht man das? Ein 3-Wege-Frontsystem plus ein 2-Wege-Heck-System. Könnte man machen, 3-Wege-Frontsystem, Heck separat, dann noch ein Subwoofer, Center und den ganzen Spaß. Das heißt, auch da kommt man irgendwo an Grenzen, wo ich bei hier der ESX DSP Amp, die hatte ja einen 12-Kanal DSP an Bord. Und ja, auch einen 12-Kanal DSP gibt es bei Helix. Und ich sag mal, bei der Benennung her war Helix jetzt schon, naja, 2 Jahre schneller als Apple. Bei Apple gibt es ja aktuell irgendwie, ich sage einfach mal, die Prozessoren. Es gab einen normalen M-Prozessor, es gab einen M-Pro, es gab einen M-Max und es gab einen M-Ultra. Bei Helix ist es, gibt einen Mini, gibt einen DSP, gibt einen Pro. Den Max haben sie ausgelassen, weil sie haben halt direkt einen Ultra gebaut. Und zwar den DSP Ultra. Da sieht man es schön. DSP Ultra. Das heißt, das ist halt das größte Flaggschiff, was Helix aktuell auf dem DSP-Markt zu bieten hat. Ja, was ist es? Es ist, ja, so wie gerade schon gesagt, das heißt, wir sind halt von 6, 8, 10 und jetzt sind wir bei 12 Kanälen, genauso wie das ESXchen da hinten. Das heißt, wir haben hier ein Standalone 12-Kanal DSP. 12-Kanal DSP natürlich im Ausgang, das heißt, wir haben 12 Ausgangskanäle. Auf der Eingangsseite haben wir 8 Eingangskanäle, aber das gucken wir uns gleich nochmal an. Dieses wunderschöne Gerät gibt es seit Anfang 2020. Das heißt, Anfang 20 bzw. Ende 19 wurde es, glaube ich, vorgestellt. Anfang 2020 hatten die ersten Kollegen halt dieses Gerätchen hier schon ja, und haben damit rumgespielt. Wir gucken uns erstmal die Ausstattung an. Das heißt, was sehen wir tatsächlich alles von außen? Ist vielleicht interessant, was kriegen wir rein, was kriegen wir raus? Und dafür fange ich hier einfach an, und zwar fange ich auf der Eingangsseite an. Und was sehen wir hier? Ja, eigentlich relativ ordentlich aufgebaut. Und einige werden sich wundern, warum ist rechts A und links A? Und hier gedacht, genau das Gleiche. Warum in Deutschland liest man doch von links nach rechts. Ja, natürlich liest man in Deutschland von links nach rechts. Und warum ist das hier falsch rum? Ist relativ einfach, weil auf der anderen Seite, in den Ausgängen, ist es richtig rum. So, und wenn wir jetzt auf der anderen Seite das auch richtig rum haben wollten würden, das heißt, wenn wir hier wollen würden A, B und so, dann müssten die Signale sich ja irgendwie mittendrin einmal kreuzen. Und allein deswegen ist es sinnvoll, die Sachen hier entsprechend andersrum zu machen, damit man halt mit den Signalen hier einmal durchkommt. Ja, aber gucken wir uns einfach mal an, was wir hier haben. Wir haben 8 Eingangskanäle, A bis H, High Level. High Level kann man hier natürlich reingehen, das heißt, man kann hier sein Werksradio anschließen. Und hier gibt es natürlich auch von Helix eine wunderschöne Technologie, die nennen die ADEP3. Das heißt, ADEP ist der Advanced Diagnostic Error Protection in der Version 3. Das heißt, hier gibt es halt alles Mögliche an Sachen, die man einstellen kann.
Das heißt, wenn man den Deckel hier abmacht, kommt man zu den Jumpern, wo man halt sagen kann, okay, kommt jetzt halt viel Last, wenig Last, je nachdem, ob man jetzt mit einem Verstärker dran geht oder halt direkt vom Radio. Kann man sich alles in der Anleitung anschauen. Aber auf jeden Fall haben wir hier halt ein ordentliches Protection-System, damit das Auto nicht irgendwie merkt, so, oh, da ist halt kein Lautsprecher mehr dran oder sonst was. Auch das gleiche in grün gibt es von ESX. An der Stelle heißt es ESP Pro, das heißt das Aero Protection System. Ja, da spielen mittlerweile alle Hersteller ähnliche Kaliber. Das heißt, hier können wir mittlerweile problemlos mit Verstärkern und mit normalen Radios reingehen und das Signal hier quasi von abgreifen. Wenn wir jetzt ein Radio haben, das heißt tatsächlich ein Nachrüstradio mit Cinch-Ausgängen, ist es natürlich ganz praktisch, weil wir können hier mit 8 Eingangskanälen Cinch Low-Level reingehen. Das heißt, hier haben wir insgesamt 8 Stück von A bis H und da können wir ganz normal unsere Low-Level-Signale mit hier in den DSP einspeisen. Das heißt, wenn das Radio unterschiedliche Eingänge hat oder wir verschiedene Eingangsquellen haben. Es muss ja nicht nur ein Radio sein. Es kann ja sein, dass wir auf A, B und C dann halt quasi links, rechts Subwoofer eingeben und dann irgendwie aber D und E, wie auch immer, dann halt ein anderes Gerät sind, wie, weiß ich nicht, ein anderer Player oder sonst irgendwie was. Kann man hier alles drüber realisieren, ist ganz cool. Wenn man jetzt natürlich ein Radio oder eine Quelle hat, einen Hi-Res-Player etc. pp., wo man digital in das Gerät gehen kann, gibt es 2 Möglichkeiten. Und zwar gibt es halt einen Coax-Anschluss und einen optischen Anschluss, beides halt Toslink. Das heißt, hier kommt man halt mit Hi-Res-Musik auch mit rein. Dadurch, dass der komplette DSP mit 96 kHz arbeitet, kann man hier tatsächlich auch Hi-Res-Musik mit verarbeiten, bis maximal 96 kHz. Alles, was hier quasi über den Coax, weil Coax kann halt bis zu 192 kHz, aber das wird dann runtergesampelt auf die 96, deswegen an der Stelle mehr braucht es nicht. Wir haben einen Auto-Remote, wo es hier tatsächlich darum geht, okay, was soll jetzt mit dem Remote-Signal passieren? Kennen wir, glaube ich, auch mittlerweile. Das heißt, soll ich ein Remote-Signal selber generieren? Soll ich das nehmen, was ich habe? Etc. pp. Und hier haben wir halt ganz klassisch plus, minus, Remote Out und In. Das heißt, wenn wir einen Remote Eingang kriegen, dann haben wir da ganz normal das, was wir durchschleifen können. Und Ausgang ist natürlich auch hier, auch mit der Signalerkennung möglich. Alles keine Raketenwissenschaft, glaube ich, an der Stelle. So, von oben nochmal Helix Ultra, Made in Germany. Das komplette Teil ist natürlich in Deutschland zusammengebaut. Ja, und auf der Rückseite sehen wir nicht viel. Wir sehen Ausgangskanäle, und zwar sehen wir halt Low-Level-Ausgangskanäle. Kriegen wir hier 8 Volt Ausgangssignal raus. Muss natürlich die Endstufe erstmal verarbeiten. 8 Volt. Viele Endstufen haben gar nicht 8 Volt als Input Range. Aber wenn wir es haben, dann haben wir natürlich ein relativ großes Spektrum, wo wir eine Auflösung drauf fahren können. Das ist natürlich super cool. Dann gibt es den Control Input. Was ist der Control Input? An den Control Input kann man alles Mögliche an Fernbedienung anschließen. Ein separates Video zu Helix Fernbedienung habe ich auf jeden Fall noch geplant, weil da gibt es einfach mittlerweile viel zu viele. Es gibt einen USB-Anschluss. Der USB-Anschluss ist natürlich der klassische USB-Anschluss, wo ihr einen Computer anschließen könnt und dann mit dem DSP-PC-Tool in der Version 5 direkt darauf arbeiten könnt. Das ist super. Und es gibt eine Taste. Und die Taste, die kann man sich in dem Tool belegen. Die Taste ist nämlich tatsächlich dafür da, um Presets zu wechseln. Und zwar kann man mit dem Druck auf der Taste zwischen 2 Presets hin und her wechseln. Das gibt es in der Software einzustellen. Das heißt, welche Presets es wirklich sein sollen. Und dann kann man theoretisch, je nachdem, wo das Ding montiert ist, mir ist es meistens in den Kofferraum kriechen und dann aufs Knöpfchen drücken, dass der Preset umgeschaltet. Komfortabler ist es natürlich über eine Lenkradfernbedienung oder über die Wi-Fi-Control, die ich mir auch nochmal separat mal angucken werde. So, ja, das ist jetzt der Helix DSP Ultra von außen. Das heißt, wir haben 8 Eingangskanäle, Low-Level, High-Level. Wir haben digitale Eingangsmöglichkeiten, 12 Ausgangsmöglichkeiten. Das heißt, hier geht es von A bis L. Das heißt, das sind jetzt nochmal 2 mehr, als wir bisher halt immer hatten, weil auch im Eingang geht es halt auch nur von A bis H. So, jetzt denkt ihr euch, wieso, der hat doch gerade erzählt, irgendwie so Signale durchschleifen. Ja, die aktuellen Helix-Generationen, die es so gibt, die haben 2 verschiedene Modi. Die haben einmal der Modi, okay, ich schleife jetzt quasi einfach nur alles durch, das heißt A ist A, B ist B und so weiter.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit virtuellen Kanälen hier wirklich rumzuspielen und zu sagen, okay, was soll wohin, was soll zusammengematcht werden, was soll auseinandergematcht werden, was soll erweitert werden und so weiter. Auch das ein riesiges Thema, was dieses Video hier sprengen würde. Deswegen, da gibt es was Separates für. Da reden wir nochmal drüber. Hier drin, was ist denn jetzt hier in diesem guten Gerät? Ich habe es schon mal auseinandergeschraubt. Ich blende mal ein paar Bilder oder Videos ein oder so. Auf jeden Fall, das, was wir hier drin haben, ist von der Technik her natürlich das Nonplusultra, was es so gibt. Es ist, ja, wie soll ich sagen, also auch hier die ESX-Endstufe, da habe ich gesagt, das ist das feinste Zeug, was es gibt, und das wurde jetzt halt auch letztens in der K&Hi mal wieder irgendwie so super Werte und so. Und eigentlich kann man sagen, das gleiche, was da drin war, ist nämlich auch hier drin. Auch hier haben wir nämlich von AKM halt einen AK5558 Digital-Analog-Wandler und zwei AK4456 Analog-Digital-Wandler, alle in 32-Bit-Ausführung. Das heißt, ja, da haben wir 32-Bit, das heißt, wenn wir ein Analogsignal reinkriegen, kriegen wir da 32-Bit raus, mit dem wir da rechnen können, was super cool ist. Und auch auf der Gegenseite kriegen wir natürlich vom DSP dann wieder 32-Bit-Daten, die dann wieder analog verrechnet werden. Besser geht es nicht. Der hier hat genau das gleiche. Ja. Vom DSP hier drauf ist, hat sich, ja, genauso wie beim ESX, nur dass die ESX die, Endstufe hier hinten, die ist halt ganz neu und das Ding gibt es seit Anfang 2020, ist genau das gleiche. Das heißt, auch hier haben wir zwei DSP-Prozessoren drauf. Das heißt, da sind zwei ADAU 1452er Chips drauf. Das heißt, zwei DSP-Kerne, mit denen wir natürlich das erstmal alles berechnen können. Weil, wenn man überlegt, normalerweise, klar, irgendwie mit einer CPU, also mit einem DSP-Kern, kriegen wir es hin, halt nicht High-Res-Musik auf 10 Kanäle, gegebenenfalls auf 12 Kanäle irgendwie schon mal so ein bisschen zu verarbeiten. Aber wenn wir wirklich High-Res wollen, das heißt, die Dinger können ja 96 Kilohertz berechnen. Und wenn wir das machen, dann haben wir einfach viel mehr Daten, die halt berechnet werden müssen. Und dieses viel mehr an Daten muss natürlich irgendwo durch und deswegen gibt es halt einen zweiten Prozessor. Das heißt, wir haben hier doppelt so viel Rechenleistung. Doppelt so viel Rechenleistung wie mit einem Kern, zwei Kerne. Ja, schön. Aber ich erzähle die ganze Zeit was von High-Res. Was laber ich da überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Aber wie man es halt irgendwie auf Frequenzen sehen kann, es ist ganz einfach. Wenn wir den ganz normalen, den M6 DSP, M4 DSP etc. pp. Nehmen, dann haben wir dann eine Abtastrate von 48 Kilohertz. Das heißt, der Klassiker, den wir halt auch bei CDs haben, ja, bei CDs haben wir eigentlich 44,1, aber in dem Bereich. Das heißt, wir können mit 44 Kilohertz, wenn wir uns jetzt ein bisschen Physik anschauen, etc. pp., können wir maximal 22 Kilohertz erkennen und wiedergeben. Das heißt, die Grenzfrequenz, die halt ein normaler DSP, der nicht High-Res-fähig ist, macht, sind halt 22 Kilohertz und untenrum sind sie meistens auch so beschnitten bei 20 Hertz. Das heißt, wirklich viel tiefer geht es nicht. Wenn wir jetzt diesen High-Res-fähigen Player DSP haben, dann ist es so, mit 96 Kilohertz Abtastrate haben wir eine Höchstfrequenz, die wir abbilden können von 44 Kilohertz. Wenn wir davon ausgehen, dass das menschliche Gehör sowieso nur so bis 20 Kilohertz hören kann, wenn es gut ist. Bei mir hört es, glaube ich, mittlerweile schon so bei 16 auf, zumindest höre ich darüber nichts. Es gibt natürlich aber mehr als das, was das Gehör hören kann. Das heißt, eins ist dann das, was wir hören und das andere ist das, was wir wahrnehmen. Und wir nehmen wahrscheinlich nicht nur mit dem Ohr wahr. Und da ist es natürlich ganz schön, wenn wir da halt einfach noch Puffer haben. Wenn da halt einfach Platz ist, weil zwischen, ich sag mal, ein Kinderohr oder halt jemand, der da halt noch sehr, sehr gute Ohren hat, der ist halt bei 20.000, hört so langsam auf, also hört es eigentlich auf. Und bei 22 ist aber die Quelle zu Ende, das heißt, da ist nicht mehr viel. Und wenn wir hier halt einfach 44 haben, 44.000 Hertz, die wir hier abbilden können, und nach unten hin ist das halt auch nochmal ein bisschen erweitert auf 10 Hertz, dann ist die Range viel größer. Klar, muss mehr rechnen, DSP-Cores und so weiter. Aber dadurch haben wir die Möglichkeit, mehr Infos reinzuschieben. Und an der Stelle ist es natürlich auch, wenn der Prozessor hier drin einfach mit 96 rechnet, dann ist es halt möglich,
mehr zu verarbeiten. Das heißt, wir haben ja relativ viel Verarbeitung, die hier drauf passiert. Wir haben Equalizer, wir haben Weichen etc. pp. Und das kann alles um den Faktor 2 genauer gemacht werden, wenn wir hier einfach mit Hi-Res drüber gehen. Weil das, was rauskommt, analog. Analog ist nicht Hi-Res. Analog ist analog. Da haben wir keine Abtastraten mehr oder so. Was rauskommt, ist sowieso analog, wird verstärkt, alles super. Und die Verarbeitung hier drin, das ist die wichtige. Und wenn die jetzt in Hi-Res passiert, ist es halt geiler. Dadurch, dass die in Hi-Res passiert, haben wir noch einen zweiten Vorteil. Und zwar können wir halt jetzt auch die Laufzeit nochmal eigentlich mehr als genau korrigieren. Heißt, Laufzeit, kommt vielleicht auch noch mal ein Video zu. Bei der Laufzeit ist es so, dass wir mit diesem DSP die Laufzeit in 0,01 Millisekunden Schritten einstellen können, was 3,5 mm Strecke entspricht. Das heißt, wir können tatsächlich die Lautsprecherverzögerung aller einzelnen Lautsprecher in 1/3 Zentimeter Abständen einstellen. Das heißt, da kriegt man auch noch mal dieses Quäntchen mehr rein, was ja vielleicht nicht jedem auffällt, aber wenn es richtig eingestellt ist, dann natürlich viel geiler ist. Dass der DSP hier 30 Equalizer-Bänder auf allen Ausgängen hat, auf den Eingängen hat, im virtuellen Channel Routing hat, dass hier Shelf-Filter drin sind, All-Pass-Filter, Laufzeitverzögerung etc., muss ich glaube ich nicht mehr erzählen, hoffentlich. Ist auf jeden Fall alles drin und gucken wir uns auch wenn wir uns die Helix DSP-Software mal anschauen, nochmal genauer an. Das Einzige, was es hier noch tatsächlich gibt, was interessant ist, hier ist ein bisschen Platz. Wir sehen, hier ist nichts und das hat einen Grund. Und zwar kann man diesen DSP und viele andere Helix-Produkte kann man noch erweitern. Bei Helix nennt sich der ganze Spaß HEC-Karten, das heißt Helix Extension Card, HEC. Ja. Nicht zu verwechseln mit der BEC oder der MEC, also der Brax Extension Card und der Match Extension Card. Auf jeden Fall gibt es hier verschiedene Sachen, die wir hier noch reintun können, um diesen DSP zu erweitern. Das heißt, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, hier noch optische Ein- und Ausgänge reinzutun. Es gibt hier die Möglichkeit, AUX-Eingänge noch mit reinzutun. Es gibt hier die Möglichkeit, Bluetooth nachzurüsten. Das heißt, auch dieser DSP kann Bluetooth-Empfänger werden, sodass man direkt mit HD-Streaming hier reinkommen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, hier also es nennt sich USB-Interface, HD-Audio- und ESP-Interface. Das heißt, es ist möglich, hier eine, wenn man so will, Soundkarte einzubauen, die man dann halt direkt an die Wiedergabequelle anschließen kann. Das heißt, wenn wir ein Handy haben und da quasi mit USB rangehen, können wir direkt den Ton, den halt das Handy noch nicht mal erzeugt, sondern die digitalen Daten gehen quasi über das USB-Kabel dann direkt in den DSP rein und in dem DSP wird es erst verarbeitet. Das heißt, da haben wir noch Vorteile zum Thema Jitter etc., wodurch da nochmal eine andere, bessere Integration natürlich dann auch Hi-Res und so möglich ist. Total cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, Möglichkeit, Lenkradfernbedienung anzuschließen und wir haben noch viele andere Sachen, die wir anschließen können. Das ist der Helix Ultra DSP, DSP Ultra. Wenn ihr jetzt sagt, Helix DSP Ultra Made in Germany muss ich haben, dann geht ihr am besten zum nächsten Fachhändler in den Ort und holt euch das Teil. Das Teil ist aktuell für 1.199 € zu bekommen. Das heißt, das ist schon natürlich Geld, was man dafür zahlt, aber man hat ein 12-Kanal DSP, Hi-Res-fähig etc. pp. Habe ich gerade euch alles erzählt. Wenn ihr Fragen zu diesem DSP habt, zu anderen DSPs habt oder anderen Videos, dann kommentiert einfach unten drunter. Ich versuche es dann halt zu beantworten oder an die Kollegen von Helix, ATF etc. pp. Einfach weiterzuleiten. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Und ja, ansonsten, ich habe noch ein paar Sachen, die halt hier hinten in meinem Regal versteckt stehen. Die kommen die nächsten Tage dran. Da werden noch andere spannende Sachen gezeigt. Deswegen, wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere und like einfach das Video. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Bis demnächst. Euer Thomas.